Grundsteinlegung für die Geowissenschaften. An der Kieler Olshausenstraße entsteht ein hochtechnischer Neubau für die Geowissenschaften der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Die Grundsteinlegung für das moderne, 9-geschossige Bauwerk mit Geotechnikum fand am 2. März 2020 statt. Ich denke, dass wir mit den Geowissenschaften bundesweit extrem gut aufgestellt sind. Wir haben hervorragende Forschungsgruppen hier in dem Bereich marine Geowissenschaften und Geologie, die wirklich maßstäblich an der Spitze der Forschung tätig sind. Und mit diesem Gebäude hier werden wir neue Möglichkeiten haben, diese Forschung auf höchstem Niveau durchzuführen, um auch im Bereich des Klimawandels, der Klimawandeladaption, der Energiespeicherung in der Erde neue Maßstäbe zu setzen. Und ganz wichtig, wir haben hier ein Geotechnikum mit im Bau. Dort wird es möglich sein, dies auch direkt im Kontakt, im Transfer mit der Industrie und der Gesellschaft durchzuführen. 12 geowissenschaftliche Arbeitsgruppen sollen hier nach der geplanten Fertigstellung im Frühjahr 2023 untergebracht werden. Eine Stärkung der Forschung und Lehre zu Klimaveränderungen, Küstenentwicklung und zum nachhaltigen Umgang mit Georessourcen. Also für uns ist das schon wirklich sehr, sehr beeindruckend zu sehen, dass da für die Geowissenschaften so ein großes neues Gebäude entsteht. Das ist wichtig für uns, natürlich für die Forschung, aber auch genauso für die Lehre und für die Studierenden ist das einfach was Besonderes, dann in so einem neuen Gebäude hier zu arbeiten zu können. Der Neubau der Geowissenschaften wird keine Standardbüros oder Standardlabore beherbergen, sondern er wird ein hochspezialisiertes, hochmodernes Forschungs- und Lehrgebäude. Die Geowissenschaften beinhalten sehr unterschiedliche Teildisziplinen. Das sind zum Beispiel chemische Methoden, mit denen Sedimentproben, Gesteine, Luft analysiert wird. Und da werden dann höchste Anforderungen an zum Beispiel Reinraumbedingungen oder so gestellt. Wirklich eine Herausforderung auch für die Planung im Vorfeld, diese ganz unterschiedlichen Disziplinen, die die Geowissenschaften enthalten, dann unter einen Hut zu bringen und das dann auch wirklich technisch umzusetzen, sodass das hier realisiert werden kann. Mehr als 75 Millionen Euro fließen insgesamt in den zweiteiligen Gebäudekomplex. Das Land Schleswig-Holstein trägt einen Großteil davon aus dem Infrastrukturprogramm Impuls. Die CAU investiert zusätzliche Millionen in die Nachhaltigkeit des Gebäudes. Das ist ein toller Tag für die CAU heute. 70 Millionen für ein Gebäude für die Geowissenschaften. Und ich habe gesagt, auch wenn es noch ein bisschen teurer werden sollte, das Land steht dafür ein. Und gerade wir brauchen Forschung und Innovation in Schleswig-Holstein. Und gerade mit den Geowissenschaften wird auch der Grundstein dafür gelegt, dass wir wissen, was kommt beim Klimawandel auf uns zu, was müssen wir für die Energiewende machen. Und dieses Gebäude soll für Forschung, für Lehre, Kreativität und Innovation ermöglichen. Und deshalb ist es prima, dass wir uns heute hier treffen können für die Grundsteinlegung. Der Neubau des Instituts für Geowissenschaften mit Geotechnikum ist Teil einer großen Bauoffensive, die die Uni Kiel und das Land Schleswig-Holstein gemeinsam gestartet haben. Und wenn Sie hier auf dem Campus rumschauen, Sie sehen überall Baukräne. Das Geowissenschaftsgebäude hier ist eines von ganz vielen Gebäuden, was gerade gebaut wird. Und wir denken jetzt nicht nur lokal hier auf dem Campus, sondern wir denken die Campusentwicklung gemeinsam mit der Landeshauptstadt Kiel in dem Projekt Kiel Science City, wo wir uns insbesondere auch Mobilitätsfragen anschauen. Also Sie werden sehen, in den nächsten 10 bis 15 Jahren wird sich unsere Universität ganz gewaltig verändern.